Shaun, Sie sind hier in Rom wegen der Konferenz über den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen in der katholischen Kirche. Sie sind eines der Opfer, die den Mut hatten, zu enthüllen, was mit ihm passiert ist. Was gab Ihnen den Mut, den sexuellen Missbrauch, den Sie erlitten haben, öffentlich zu machen? Zwei Dinge. Als ich 21 Jahre alt war, trat ich der Marine der Vereinigten Staaten bei. Und wenn Sie in die Marine eintreten, leisten Sie einen Eid, die amerikanische Verfassung gegen Feinde im In- und Ausland zu verteidigen. Seit ich diesen Eid geschworen hatte, hatte ich in mir immer die Verpflichtung gespürt, über meinen Missbrauchstäter auszusagen, um andere Kinder zu schützen. Als 2016 die Altoona Jonestown Grand Jury die Untersuchungsergebnisse veröffentlichte, in der mein Name geschwärzt wurde und ich die Tragweite sah, wusste ich, dass ich nicht mehr schweigen konnte. Ich musste etwas sagen. Ich musste alles tun, was ich konnte, um sicherzustellen, dass dies nicht mehr geschieht. Was geschah dann? Wurden Sie interviewt? Ich kontaktierte das Büro des Abgeordneten im Repräsentantenhaus des Bundesstaates Pennsylvania, Mark Rozzi, als ich hörte, dass er als Kind auch missbraucht wurde und er sich für dieses Verfahren einsetzte. Ich kontaktierte die Patriot News in Harrisburg in Pennsylvania und traf mich mit einem Journalisten im Büro des Abgeordneten Rozzi. Es wurde ein 2,5-stündiges Interview. Es dauerte 3 Tage, bis es gedruckt wurde. Das waren die längsten 3 Tage in meinem Leben. Was ist mit Ihrer Familie geschehen? Wusste Ihre Familie davon? Ich habe niemandem davon erzählt, bis ich 21 Jahre alt war. Ich habe es meinen Eltern gesagt, als ich aus dem Bootcamp nach Hause kam. Aber 1991 war es noch ziemlich schwierig für mich. Als Teenie hatte ich einige schlimme Jahre. Meine Eltern spielten jeden Donnerstagabend Bowling mit meinem Missbrauchstäter in der Kirchenliga. Es war einfach zu schwierig. So war ich 2012 sehr überrascht. Ich war gerade nach New York City gezogen und wollte mein Restaurant errichten. Meine Mutter rief an und sagte: Pater Kohatscheks Bild ist auf der Titelseite der Johnson Tribune Democrat. Er wurde als Priester versetzt und es tut mir leid, Shaun. Er war ein Sittenstrolch. Der Bezirksstaatsanwalt von Cambria County fordert in diesem Artikel die Leute auf, sich zu melden. Ich bin mit der Staatsanwältin von Cambria County und ihrer Schwester und ihrem Mann aufgewachsen. Ich hatte mich entschieden und fand einen alten Freund, der mit mir ein gemeinsames Erlebnis mit diesem Priester hatte. Wir hatten nie darüber gesprochen, aber ich rief an und er sagte, ich habe mich gefragt, wie lange es dauern wird, bis du anrufst. Ich sagte, du weißt es also. Er fragte, geht es um Kohatschek? Ja. Papier? Ich sagte, erinnerst du dich? Er sagte, die Dusche, das Auto, das Haus, das Pfarrhaus. Ja, ich erinnere mich an alles. Also, was werden wir tun? Zu diesem Zeitpunkt hatte er es niemandem in seiner Familie gesagt. Er hatte eine Frau, ein neugeborenes Baby. Wir beschlossen, die Nacht darüber zu schlafen, und er rief mich als erstes am nächsten Morgen an. Er hatte sich entschieden und es seiner ganzen Familie erzählt. Dann gingen wir zu einer Organisation namens Victim Services. Unsere Namen hatten aufgrund unseres Alters zu diesem Zeitpunkt geschützt werden können. Deshalb wurden unsere Namen auch im Bericht geschwärzt. Wir gaben unsere Erklärungen ab und eine Woche danach wurden wir von der Bezirksanwaltschaft angerufen, die uns mitteilte, dass unser Fall an die Staatsanwaltschaft übergeben wurde. 4 Jahre später erschien der Grand Jury Report. We were phoned by the District Attorney's Office to say that our case was being turned over to the State Attorney General's Office. 4 years later, the Grand Jury Report came out. Man hört hier auf der Konferenz sehr oft den Ausdruck Überlebende, häufiger noch als den Ausdruck Opfer. Was halten Sie von dem Begriff Überlebende? Jeder Überlebende bzw. jedes Opfer ist anders. Manchmal betrachte ich mich selbst als Opfer, manchmal betrachte ich mich als Überlebenden. Ich habe mit 24 Jahren versucht, mich umzubringen. Und ich habe diesen Versuch überlebt. Zum Beispiel weigert sich der Abgeordnete Mark Rozzi, sich selbst als Überlebender zu bezeichnen. Er ist ein Opfer. Denn es gibt entweder 3 oder 5 seiner engsten Freunde, ich glaube, es sind 5, die mit ihm aufgewachsen sind und Selbstmord begangen haben. Also kann er sich nicht dazu durchdringen, zu sagen, er sei ein Überlebender. Denn er sagt, ich weiß es noch nicht. 5 meiner Freunde haben sich selbst umgebracht. Was ist, wenn ich mich entscheide, das nächste Woche zu tun? Es gab auf der Missbrauchskonferenz eine Präsentation von Kardinal Tagle. Er hat das Thema der Vergebung angesprochen.
Wir können die Opfer um Vergebung bitten, aber wir können nicht von ihnen erwarten, dass sie vergeben. Er sagte aber auch, wenn ein Opfer in der Lage ist zu vergeben, wird das für das Opfer selbst zum eigenen Heilungsprozess beitragen. Dies mag in den Ohren eines Opfers hart klingen. Was sagen Sie dazu? Well, it is difficult to hear in the ears of a victim. I would appreciate. Nun, es ist für die Ohren des Opfers schwierig, das zu hören. Ich würde es begrüßen, wenn die Person, die so etwas sagt, selbst ein Opfer wäre. Vielleicht hätte sie dann ein besseres Verständnis, aber es ist etwas Wahres dran. Ich habe Pater Kohatschik schon vor langer Zeit vergeben. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass er ein kranker Mensch ist. Ich glaube, er ist genauso gebrochen wie ich. Ich denke, er braucht eine Behandlung. Allerdings kann ich der Kirche die Vertuschung nicht verzeihen. Für mich ist das schlimmste Verbrechen die Vertuschung. Ich kann einfach nicht so weitermachen, wenn wir nicht das Problem der Verschleierung angehen. Denn wie kannst du jemanden vergeben, der dir etwas immer wieder antut? Sollst du am Tag jemanden vergeben und dann wieder am Abend missbraucht und erneut zum Opfer werden, um dann am nächsten Morgen aufzuwachen und wieder zu vergeben? So funktioniert Vergebung nicht. You're supposed to forgive every single day and then be re-abused, re-victimized that evening and then wake up and forgive the next morning again? That's not how forgiveness works. Wie hat der Missbrauchstäter reagiert, als Sie ihm sagten, ich vergebe Ihnen? There wasn't much said. A simple thank you. Es wurde nicht viel gesprochen. Ein einfaches Danke. Aber er ist gebrochen. Er ist ein gebrochener Mann. Ich habe seinen Namen an die Öffentlichkeit gebracht. Er ist dadurch gedemütigt. Und ich denke, es quält ihn nach wie vor, dass er sich zu Minderjährigen sexuell hingezogen fühlt. Ich denke, er lebt in seiner Psyche, in seinem eigenen Kerker. He's sexually attracted to minor children. So I think he lives in his own dungeon within his mind. Was sind Ihre Erwartungen an das Ergebnis dieser Konferenz, die hier im Vatikan stattfindet? Well, my expectations and my hopes are two entirely different topics. Nun, meine Erwartungen und meine Hoffnungen sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Meine Erwartungen sind nicht sehr hoch. Vor allem, wenn einer der 21 eingebrachten Punkte, nämlich die Erhöhung des notwendigen Alters für eine Ehe von 14 auf 16 Jahre, die bemerkenswerte große Nachricht sein soll, die wir vom Gipfel erwarten, dann bleiben die Teilnehmer dieses Treffens weit hinter dem zurück, was sie tun sollten. Was ich am Ende des Gipfels sehen möchte, ich möchte, dass jeder Bischof und Kardinal, auch der Papst, am Ende des Gipfels zum Petersplatz kommt, sich in der Mitte des Petersplatzes niederwirft, von ganzem Herzen die Welt um Vergebung bittet, sich von ganzem Herzen entschuldigt, wirklich von ganzem Herzen, und erklärt, wir sind eine riesige Organisation. Wir stellen jedoch fest, dass wir die ganze Zeit falsch gehandelt haben. Wir lenken ein und von heute an, von diesem Zeitpunkt an, wird jedes Dokument, das sich im Besitz der katholischen Hierarchie befindet und sich auf Verbrechen bezieht, die an Kindern sexuell begangen wurden, die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und was auch immer zutage tritt, tritt zutage. Von diesem Augenblick an werden wir als katholische Kirche voranschreiten und die Welt vom sexuellen Missbrauch Minderjähriger wegführen. Wir werden von den schlimmsten Tätern der Menschheitsgeschichte zu den Vorreitern der Heilung für die künftige Generationen. Vielen Dank, Shaun, für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen.